Hallo, es muss nicht immer Dubai, die Cayman Islands oder Zypern sein. Heute wollen wir uns mit 7 Ländern auseinandersetzen, die vielleicht nicht alle als Steueroasen auf dem Bildschirm haben. Sebastian, erklär uns doch mal zur Einleitung, wie definierst du denn eine Steueroase? Also wir würden den Begriff so definieren, dass man in einer Steueroase ganz signifikante steuerliche Vorteile hat. Das heißt nicht unbedingt, dass man überhaupt keine Steuern bezahlen muss. Auf manche Einkommensarten wird man aber möglicherweise Steuern bezahlen müssen, aber eben nicht auf alle. Und oftmals heißt das bei den Steueroasen, mit denen wir zu tun haben und die wir jetzt auch hier vorstellen werden, dass es spezifisch für Ausländer, die dorthin auswandern, steuerliche Vorteile gibt. Vielfach zum Beispiel den Vorteil, dass ausländische Erträge in dem Land tatsächlich steuerfrei sind. Also diese klassische Situation, Freiberufler mit Kunden in Deutschland und dem Wohnsitz aber irgendwo außerhalb Deutschlands. Da wäre ich vorsichtig, ob diese Einkünfte dann steuerfrei sind hier. Das würde ich jetzt per se mal anzweifeln. In manchen Ländern wird es so sein, aber eben nicht unbedingt in allen. Denn in vielen Fällen würden solche Einkünfte, die also vor Ort erwirtschaftet werden durch meine Arbeitsleistung, ja, nicht als Auslandseinkommen betrachtet werden und sind somit im Inland steuerpflichtig. Aber sagen wir mal, du hast jetzt ein E-Commerce und dieses E-Commerce läuft über eine US-Gesellschaft oder eine maltesische Gesellschaft, wo idealerweise noch jemand anders Geschäftsführer ist und du bekommst einfach von der Gesellschaft Gewinnausschüttungen. Ja. Dann wäre dies ein Beispiel von Erträgen, die dann Auslandseinkünfte wären und dann steuerfrei sind. Okay, also das ist total wichtig, dass wir uns das so vor Augen halten. Dann lass uns mal die Liste durchgehen in alphabetischer Reihenfolge, also nicht, weil wir ein Land mehr mögen als das andere. Als erstes geht es bei uns um Argentinien. Was kannst du uns dazu erzählen? In Argentinien gilt folgende Regel. Non-Residents in Argentinien sind Personen, die in Argentinien arbeiten und dort seit weniger als 5 Jahren sich aufhalten, werden nur auf ihre argentinischen Einkünfte besteuert, nicht aber auf ihre Auslandseinkünfte. Das heißt also konkret, ich kann in Argentinien leben für 5 Jahre. Die Frage der Anstellung muss man sehen, wie die hier definiert ist tatsächlich. Muss ich dort angestellt sein? Muss ich mich selbst als Freelancer hier registrieren und hier ein bisschen was als Freelancer verdienen, um tatsächlich hier als jemand zu sein, der dort arbeitet? Und dann sind meine ausländischen Einkünfte für 5 Jahre lang steuerfrei. Das ist wichtig, weil natürlich viele haben ja gar nicht vor, jetzt viel länger in so einem Land zu leben. Ja, das sind 5 Jahre schon eine ganze Menge. Und daher kann man da auf jeden Fall dann voll steuerlich profitieren. Wie sieht es denn mit Australien aus? Das haben wir als nächstes auf der Liste. In Australien ist die Definition so, dass ein sogenannter Temporary Resident auf seine ausländischen Einkünfte keine Steuern bezahlt. Wer ist ein Temporary Resident? Ein Temporary Resident ist jemand, der also eine vorübergehende Aufenthaltsgenehmigung hat, der kein Australian Resident ist im Sinne des Sozialversicherungsgesetzes und der keinen australischen Ehepartner hat. Und diese Personen bezahlen keine Steuern auf ihr australisches Einkommen. Typischerweise kann man ein solches Temporary Visa für bis zu 3 Jahre haben. Das heißt, auch hier wieder gilt, man kann einige Zeit in Australien verbringen, kann dort möglicherweise ein bisschen was verdienen, vielleicht als Freelancer oder aber über eine Anstellung, je nachdem natürlich, wie die Bedingungen des Visas sind. Aber die gesamten Auslandseinkünfte wären dann in dieser Zeit steuerfrei. Hier möchte ich noch anfügen, dass die australische Regierung 2020/21 Änderungen an diesem System beschlossen hat. Die sind aber seitdem nicht sozusagen weiter diskutiert worden. Inzwischen gibt es auch eine neue Regierung. Man weiß jetzt nicht, was hier jetzt wirklich passiert. Also da muss man sich dann zwar natürlich wie bei allen Ländern zu beraten lassen. Als nächstes auf der Liste haben wir Bolivien. Wie sieht es da aus? Auch natürlich ein wunderschönes Land in Südamerika. Bolivien ist es so, dass hier sowohl für Bolivianer
als auch für Ausländer nur jene Einkünfte besteuert werden, die eine bolivianische Quelle haben. Aber auch hier wird ganz klar gesagt, wenn die Tätigkeit vor Ort in Bolivien ausgeführt wird, ja, dann gilt sie eben nicht als Auslandseinkommen, sondern als Inlandseinkommen. Ja. Das heißt also, die typische Freelancer-Tätigkeit wäre hier nicht umfasst, sondern diese müsste dann dort versteuert werden. Aber wenn ich eben jetzt zum Beispiel ausländische Einkünfte habe, wie oben beschrieben, sind die steuerfrei. Jetzt das nächste Land auf der Liste hat mich echt überrascht. Und zwar geht es da um Japan. Nicht so ein Land, wo ich jetzt so sagen würde, wow, da bezahlt man wenig Steuern. Ganz im Gegenteil. Erzähl uns ein bisschen mehr zu Japan. Genau, Japan ist natürlich auch so ein typisches Hochsteuerland, ganz klar. Und ich meine, mir ist natürlich völlig klar, dass es relativ schwierig ist, jetzt hier in Japan ein Visum zu bekommen, ganz klar. Ja. Also es ist möglich, aber es ist natürlich schwierig, ist mir völlig klar. Ja. Aber auch in Japan ist es so letztlich, dass für 5 Jahre letztlich ausländische Einkünfte steuerfrei sind. Ja, das heißt, der temporär also nach Japan zieht, sich da ein bisschen aufhalten will für ein paar Jahre, bis zu 5 Jahre, zahlt dort auf die Auslandseinkünfte keine Steuern. Das nächste Land, auch unerwartet, Namibia. Genau, Namibia, ja, ein wunderschönes Land nördlich von Südafrika gelegen, ehemalige deutsche Kolonie. Kann man also jedem nur empfehlen, dort mal hinzugehen im Urlaub. Und wenn jemand dort leben möchte, was auch ehrlich gesagt gar nicht so schwer ist jetzt im Hinblick auf Aufenthaltsgenehmigung, der kann sich dann auch daran erfreuen, dass hier tatsächlich in Namibia nur jene Einkünfte besteuert werden, die eine namibische Quelle haben. Alles, was letztlich aus dem Ausland kommt, wird nicht besteuert. Hier ist tatsächlich auch so, dass jetzt hier offen gelassen wird, mehr oder weniger, ob jetzt zum Beispiel eine Freelance-Tätigkeit, die dort ausgeführt wird, dann eine ausländische Quelle ist. Das nächste Land, vorletztes, über das wir uns unterhalten wollen, ist Neuseeland. Neuseeland hat eine ähnliche Regelung wie die anderen Länder, die wir hier besprochen haben. Wer also nach Neuseeland umzieht, der kann also hier eine Steuerbefreiung für seine ausländischen Einkünfte in Anspruch nehmen. Und diese gilt für 4 Jahre. Die gilt nur einmalig im Leben. Man kann also nicht sozusagen dort 4 Jahre leben, dann ein paar Jahre weg, dann wieder hin und wiederum steuerfrei letztlich dort leben. Das funktioniert nicht. Auch hier wird natürlich ganz klar gesagt, dass die Tätigkeit, die in Neuseeland ausgeübt wird, letztlich hier zu einer Besteuerung in Neuseeland führt. Man muss also auch hier natürlich ein Setup machen, was entsprechend hier dann rechtssicher ist, um keine Probleme zu bekommen. Und dann als letztes Land wollen wir uns über die Philippinen unterhalten. Erzähl uns ein bisschen, wie die Situation dort ist. In den Philippinen ist es so, dass ein Ausländer, der dorthin zieht, selbst wenn er mit der Absicht dorthin zieht, dort langfristig zu bleiben und so weiter, ja, ein sogenannter Resident Alien ist. Ja. Und Resident Aliens in den Philippinen werden nur auf ihre philippinischen Einkünfte besteuert, nicht aber auf ihre ausländischen Einkünfte. Jetzt meine Frage immer am Ende von solchen Podcasts, wenn uns jemand zugehört hat und sagt, Moment, eigentlich Namibia, ja, da möchte ich gerne hin. Wie kannst du solche Menschen unterstützen? Also wir können natürlich alle Mandanten hier ganz ergebnisoffen beraten zu vielen verschiedenen Ländern. Wir sind nicht auf einen bestimmten Sitzstaat, auf eine bestimmte Jurisdiktion spezialisiert, wie ja die meisten Kanzleien, Steuerberater, Rechtsanwälte und so weiter, sondern wir helfen dir, das richtige Land zu suchen aus einer großen Auswahl von Ländern, die zur Verfügung stehen. 7 haben wir heute vorgestellt. In den meisten Ländern haben wir dann Kontakte zu lokalen Steuerberatern und Rechtsanwälten und wir können dir letztlich helfen, diesen Wegzug ins Ausland sowohl aus Sicht deiner lokal geltenden Steuergesetzgebung, wo du jetzt momentan wohnst, und natürlich dann auch im Hinblick auf das Zielland, wo du hinziehen willst, zu organisieren, abzuklären. Wie wir schon gesehen haben, da muss man vielfach Strukturen implementieren, Firmen gründen, damit du diese Steuerfreiheit nutzen kannst. Das alles können wir für dich organisieren und dir dabei helfen,
zusammen mit unserem Netzwerk. Also ich rate dir, buche eine Beratung über unsere Webseite und dann freue ich mich, mit dir über dein Vorhaben zu sprechen. Super. Sebastian, vielen, vielen Dank wie immer für all deine Informationen. Sehr gut. Tja, siehst du, da kannst du sehen, Kerstin, als nächstes nach Japan. Du, als ich in Hongkong gearbeitet habe, war ich jeden Monat in Japan. Und Japan, also ich fand es ein sehr unglaublich komplexes Land, weil zum Arbeiten war es furchtbar. Also ganz, ganz schlimm, schlaflose Nächte, aber als Land grundsätzlich ist es Wahnsinn. Aber es war immer sowas, wo ich bin aus dem Flugzeug ausgestiegen und ich merkte schon so, die Anspannung stieg, weil es zum Arbeiten schlimm war, furchtbar, ganz, 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 ganz schlimm. Von der Kultur her, von der Arbeitskultur, ja? Näher von der Arbeitskultur und dann auch, ich war dort, als ich Chefredakteurin für für unser asiatisches Netzwerk war und die Art von Journalismus, investigativer Journalismus, wo du Fragen stellst, wo es nicht so eine Corporate Message gibt. Damit hatten sich die Japaner also die Journalisten unglaublich schwer, sich so einem neuen Journalismus anzupassen und dann auch, wenn du mit Unternehmen dort geredet hast, die waren sowas einfach überhaupt nicht gewöhnt. Und dann waren wir ja ein Startup-Unternehmen, wo alles so ein bisschen fly by the seat of your pants und wir denken uns das alles so ein bisschen aus, während wir im Prozess sind. Das kommt in Japan halt überhaupt nicht an. Also die sind also noch extremer, was Regeln und Richtlinien und Systeme angeht, als die Deutschen. Und so dieses Flexible, das ist überhaupt nicht. Ja. Und dann war ich auch 28, also wirklich jung, blond, Frau, und umgeben von japanischen Männern und das fanden sie nur bedingt unterhaltsam, als es dann hieß, aber ich bin hier die Chefin. Also es war voll die Erfahrung und es hat mich unglaublich geprägt. Ich liebe Japan, die Kultur ist Wahnsinn, das Essen ist unglaublich, die Japaner sind sehr, sehr freundlich, aber das Arbeiten ich bin schnell gealtert. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.